Willkommen zu einer neuen Folge von Alltag Deutsch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bis Tag 60 haben wir ja gemeinsam das Niveau A2 abgeschlossen. Jetzt lernen wir weiter auf B1-Niveau. Und wir sind heute bei Tag 85, Teil 1 angekommen. Wie jeden Tag arbeiten wir mit 15 wichtigen Wörtern, die ihr im Alltag wirklich braucht. Und ich finde, heute wird es besonders praktisch. Ja, das ist ein Thema, das wirklich jeden betrifft. Absolut. Zu jeder B1-Lektion gibt es ja außerdem ein extra Fragevideo zur Mini-Story. Dort antwortet ihr laut und hört dann kurz danach die richtige Lösung. Das ist eine super Methode, um das Sprechen aktiv zu üben. Genau. Und für eure Aussprache empfehlen wir euch auch heute wieder die Shadowing-Methode. Also Satz hören, kurz stoppen, laut nachsprechen und weitermachen. Das hilft wirklich enorm bei der Satzmelodie. Mhm. Also, unser heutiges Thema ist Kommunikation am Telefon. Also wichtige Worte und Sätze für private und auch berufliche Telefonate. Richtig. Da gibt es ja einige typische Situationen und, auch Probleme. Das stimmt. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran, denn dort hört ihr wieder eine längere Mini-Story, in der alle neuen Wörter vorkommen. Also, fangen wir an. Ein Telefonat beginnt ja meistens damit, dass man jemanden anruft. Aber was passiert dann? Es klingelt. Und im Idealfall geht jemand ran. Genau. Und eine sehr gebräuchliche Formulierung dafür ist unser erstes Wort. Sich melden. Sich melden, das ist ein gutes erstes Wort, weil es so vielseitig ist, oder? Ja. Es heißt ja nicht nur, ans Telefon zu gehen. Ganz genau. Es kann bedeuten, Kontakt aufzunehmen, zu antworten oder eben, wie du sagst, ans Telefon zu gehen. Im Englischen könnte man sagen, to get in touch oder to answer. Und die Perfektform? Die Perfektform ist, hat sich gemeldet. Okay, ein klassischer Satz, wenn man so ein bisschen ungeduldig wird, wäre dann, ich habe ihn angerufen, aber er meldet sich einfach nicht. Das kennt doch jeder. Man wartet und wartet. Richtig. Und damit sich jemand überhaupt melden kann, muss die Person ja eine ganz wichtige Eigenschaft haben. Sie muss Erreichbar sein. Das ist unser zweites Wort. erreichbar. Genau. Erreichbar ist ein Adjektiv. Es beschreibt, dass man eine Person kontaktieren kann. Auf Englisch sagt man reachable oder auch available. Das ist ja besonders im Berufsleben ein total zentrales Wort. Man hört oft die Frage, wann sind Sie telefonisch am besten erreichbar? Ja, das ist eine sehr höfliche Art zu fragen, wann man stören darf. Man zeigt Respekt vor der Zeit des anderen. Aber es gibt natürlich Gründe, warum jemand nicht erreichbar ist. Ein sehr häufiger Grund ist, dass die Person gerade selbst telefoniert. Und dann hört man dieses typische Geräusch in der Leitung. Man sagt dann, Die Leitung ist besetzt. genau. Das ist unser nächstes Adjektiv, besetzt. Das bedeutet, die Telefonleitung ist nicht frei. Auf Englisch ganz einfach, busy. The line is busy. Ich finde ja, das kommt heute seltener vor als früher. Wegen der Anklopffunktion auf Handys. Aber bei Festnetzanschlüssen in Büros, da hört man das noch oft. Stimmt. Ein Beispielsatz wäre, ich habe es oft versucht, aber es war dauernd besetzt. Dieses dauernd verstärkt die Frustration, finde ich. Ja, man hat es wirklich immer wieder probiert. Aber es gibt da noch ein technisches Problem. Das ist noch endgültiger. Oh ja, man wählt eine Nummer und eine Computerstimme sagt so etwas wie kein Anschluss unter dieser Nummer. Exakt. Unser nächstes Wort ist der Anschluss. Das ist ein Nomen und meint die technische Telefonverbindung. Die Leitung. Genau, die Leitung. Auf Englisch sagt man Connection oder Line. Und diese Ansage bedeutet ja meistens, die Nummer ist falsch oder existiert gar nicht mehr. Richtig. Der Beispielsatz ist also die Ansage selbst. Unter dieser Nummer ist kein Anschluss. Da kann man dann auch nichts mehr machen. Nein, außer die Nummer nochmal zu prüfen. Ein viel moderneres Problem, das wir alle mit unseren Handys kennen, ist unser nächstes Wort. Oh ja, das passiert mir ständig. Besonders im Zug. Man telefoniert und plötzlich wird die Stimme so abgehackt. Man hat schlechten Empfang. Genau, der Empfang. Das ist ein Nomen und beschreibt die Qualität des Signals für dein Handy. Im Englischen spricht man von Reception oder Signal. Ein Satz, den ich leider viel zu oft sagen muss, ist: Entschuldigung, ich habe hier im Keller leider keinen guten Empfang. Das ist ein Klassiker. Und dann läuft man so im Raum herum und sucht nach einer besseren Stelle. Genau. So, jetzt hatten wir einige Probleme. Besetzt, kein Anschluss, schlechter Empfang. Wenn man es also immer wieder versucht, aber die Person einfach nicht erreicht, dann waren all diese Versuche Vergeblich. vergeblich. Ein sehr gutes Wort, um dieses Gefühl zu beschreiben. Vergeblich. Das ist ein Adjektiv und bedeutet ohne Erfolg, umsonst. Auf Englisch würde man sagen in vain oder unsuccessful.
Es hat so einen leicht enttäuschten Unterton, finde ich. Man hat sich Mühe gegeben, aber es hat halt nichts gebracht. Genau. Ein Beispiel könnte sein: Ich habe vergeblich versucht, Sie heute zu erreichen. Das fasst die Situation perfekt zusammen. So, und bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, dann unterstützt uns gern mit einem Abo und einem Daumen nach oben. So bleibt ihr dran und verpasst keine neue Folge. Machen wir weiter. Manchmal ist ein Anruf ja nicht nur so zum Plaudern. Manchmal hat man ein Anliegen, das wirklich nicht warten kann. Dann ist der Anruf dringend. Richtig, dringend. Das ist ein wichtiges Adjektiv. Es bedeutet, etwas ist sehr wichtig und eilig. Das englische Wort dafür ist urgent. Man benutzt es oft, um zu zeigen, dass man eine schnelle Reaktion erwartet, oder? Absolut. Wenn man eine Nachricht hinterlässt, könnte man sagen: Bitte rufen Sie schnell zurück, es ist sehr dringend. Wenn ich das Wort höre, weiß ich sofort: Okay, das hat Priorität. Und wo ruft man oft an, wenn man ein dringendes Problem hat? Zum Beispiel mit einem neuen Produkt? Oft landet man dann beim Kundendienst. Das ist unser nächstes Nomen. Der Kundendienst. Der Kundendienst ist die Serviceabteilung einer Firma, zuständig für die Kunden. Auf Englisch ist das der Customer Service. Man hofft natürlich immer, dass der einem dann auch helfen kann. Ja, hoffentlich. Ein positiver Satz dazu wäre: Der Kundendienst konnte mir bei meinem Problem helfen. Das ist immer eine Erleichterung. Und was möchte man vom Kundendienst? Meistens eine bestimmte Information. Dafür gibt es ein etwas formelleres Wort. Man bittet um eine Auskunft. Genau. Die Auskunft ist ein Nomen. Es bezeichnet eine Information, die man als Antwort auf eine Frage bekommt. Das englische Wort ist Information. Das ist eine sehr höfliche Formulierung. Man könnte zum Beispiel fragen: Können Sie mir bitte eine Auskunft zu den Öffnungszeiten geben? Ja, das klingt viel professioneller als Wann habt ihr auf? Perfekt für den Berufsalltag. Absolut. Okay, stellen wir uns vor, wir rufen in einer großen Firma an. Zuerst spricht man ja mit der Zentrale. Man möchte aber zu einer bestimmten Person. Sagen wir Frau Schmidt. Dann bittet man darum, dass man mit ihr verbunden wird. Ein sehr, sehr wichtiges Verb am Telefon. Verbinden. Ja. Es bedeutet, ein Gespräch an eine andere Person weiterzuleiten. Auf Englisch to connect oder to transfer. Und die Perfektform lautet hat verbunden. Die klassische Bitte ist dann: Können Sie mich bitte mit Frau Schmidt verbinden? Und die Antwort ist oft: Einen Moment, ich verbinde Sie. Aber was passiert, wenn Frau Schmidt gerade nicht da ist? Dann hat man meistens die Möglichkeit, etwas für Sie dazulassen. Man kann eine Nachricht. Hinterlassen. Das ist unser nächstes Verb. Es bedeutet, eine Nachricht für eine abwesende Person zu geben. Im Englischen to leave, wie in to leave a message. Die Perfektform ist hat hinterlassen. Die Person am Telefon fragt dann oft: Möchten Sie eine Nachricht für Herrn Meier hinterlassen? Genau. Und diese Nachricht, die man dann spricht, die hat auch einen spezifischen, etwas formelleren Namen. Ah, das ist dann die Mitteilung. Richtig, die Mitteilung. Ein Nomen, das man oft auf Mailbox-Ansagen hört. Die englische Übersetzung ist Message oder auch Notification. Ein perfekter Beispielsatz kommt direkt von der Mailbox. Sie haben eine neue Mitteilung auf Ihrer Mailbox. Ja, das Wort betont den offiziellen Charakter. Es geht darum, jemandem etwas Wichtiges mitzuteilen. Und die Person in der Zentrale, die meine Mitteilung aufgenommen hat, muss sie ja jetzt an die richtige Person weitergeben. Sie muss die Nachricht also Weiterleiten. Aha, weiterleiten. Ein sehr nützliches Verb, auch für E-Mails. Weiterleiten bedeutet, eine Information an eine andere Person zu schicken. Auf Englisch to forward. Und das perfekt? Ist hat weitergeleitet. Okay, im Servicebereich hört man das oft als Versprechen. Ich werde Ihre Anfrage sofort an die zuständige Abteilung weiterleiten. Das gibt dem Anrufer das Gefühl, dass sein Anliegen bearbeitet wird. Der Prozess geht weiter. Okay, die Nachricht wurde hinterlassen, sie wurde weitergeleitet. Und jetzt beginnt das Warten. Worauf warte ich? Du hoffst auf einen Rückruf. Ja, der Rückruf. Das ist der Anruf, den man als Antwort bekommt. Auf Englisch nennt man das einen Callback. Man kann ein Gespräch auch beenden, indem man sagt: Vielen Dank für die Information, ich warte auf Ihren Rückruf. Damit ist die Erwartung klar kommuniziert. Genau. So, der Rückruf ist gekommen, alles ist geklärt. Was ist der allerletzte Schritt bei jedem Telefonat? Man muss auflegen. Das letzte Wort für heute. Auflegen. Das Verb bedeutet, ein Telefonat zu beenden. Früher hat man ja den Hörer wirklich auf die Gabel gelegt. Auf Englisch heißt es to hang up.
Und die Perfektform ist: Hat aufgelegt. Normalerweise verabschiedet man sich ja freundlich. Aber manchmal, bei Streit, passiert das auch anders. Oh ja. Ein Beispielsatz mit Emotionen wäre: Er war so wütend, dass er einfach aufgelegt hat. Ja, das plötzliche Auflegen ohne Verabschiedung ist ein sehr starkes Signal. Es zeigt meistens Wut. Super, das waren unsere 15 Wörter für heute. Jetzt kommt, wie versprochen, unsere Mini-Story. Hört gut zu und versucht, alle Wörter wieder zu erkennen. Paul versucht dringend, seine Kollegin Lena zu erreichen. Er ruft sie im Büro an, aber die Leitung ist immer besetzt. Er probiert es eine Stunde später nochmal. Aber jetzt hört er nur eine automatische Stimme. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Sehr merkwürdig. Also versucht er es auf ihrem Handy. Zuerst scheint es zu klappen, aber die Verbindung bricht sofort ab. Lena hat anscheinend sehr schlechten Empfang in ihrem neuen Homeoffice. Paul seufzt. Seine bisherigen Versuche waren völlig vergeblich. Oh je, der arme Paul. Ja. Da es so wichtig ist, ruft er beim zentralen Kundendienst ihrer Firma an. Er erklärt die Situation und bittet um eine Auskunft zu Lenas Erreichbarkeit. Die freundliche Mitarbeiterin versucht, ihn direkt mit Lena zu verbinden. Aber sie ist gerade nicht am Platz. Paul überlegt kurz. Er entscheidet sich, eine Nachricht zu hinterlassen. Die Mitarbeiterin notiert alles und verspricht, die Mitteilung sofort an Lena weiterzuleiten. Immerhin ein kleiner Fortschritt. Genau. 10 Minuten später klingelt Pauls Handy. Er hat den erhofften Rückruf von Lena bekommen. Sie entschuldigt sich sofort, dass sie nicht erreichbar war und sich nicht früher melden konnte. Ihr Bürotelefon ist kaputt und ihr Handyakku war fast leer. Sie klären schnell das Wichtigste. Gerade als Paul Tschüss bis morgen sagen will, ist die Leitung tot. Lena hat plötzlich aufgelegt, ihr Akku war endgültig leer. Das war unsere Geschichte für heute. Habt ihr alle Wörter verstanden? Paul hatte ja wirklich Pech. Da ist alles schiefgegangen, was nur schiefgehen konnte. Ja, da kam wirklich alles zusammen. Aber am Ende hat es ja doch noch irgendwie geklappt. Das ist die Hauptsache. Stimmt. Schreibt gern eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. So übt ihr aktiv weiter. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Thema. Dann sprechen wir über Sporttreiben. Wieder ein sehr praktisches Thema. Wir freuen uns auf euch. Bis morgen. Tschüss.